Hallo zusammen, ihr Lieben, willkommen bei Astrolymp. Wir schauen an die neue Woche Tag für Tag und ich habe jetzt mal die Astrokarten und die Botschaften zusammengemixt und dann gucken wir mal, was jeweils für den Tag rauskommt. Wir beginnen beim Dienstag. Mittwoch, Donnerstag, uiuiui, das sind mir zu viele. Freitag, Samstag, Sonntag. Dann brauchen wir noch eine für den Montag. Und dann haben wir es. Ich sage es immer wieder, wenn es zu lange dauert, ist hier in eurer Kamera ein Rädchen drin. Da kann man die Einstellung ein bisschen schneller machen. Aber mir ist das ein bisschen eben wichtig, weil es gehört zum Kartenlegen dazu, wie der Kochtopf zum Essen. An sich kann es eine Woche werden. Wir haben unterm Deck die Ausdauer, die vielleicht ein bisschen uns fordert oder wo wir eben ausdauernd sein sollen. Hier unterm Deck haben wir die Arbeitskarte, das passt. Vielleicht haben einige viel zu tun oder es geht viel um berufliche Situationen, Beruf, Arbeit, Berufung, etwas umsetzen auf die längere Zeit, wo man dann aber auch Erleichterung mitkriegt. Also ich habe das Gefühl, das, was sich hier anzeigt, das Durchhalten wird sich irgendwann gut entlohnen. Schauen wir noch die Impulse. Es kann natürlich auch für einen oder anderen sein, dass man an seiner Ausdauerfähigkeit arbeiten muss. So, dann würde ich sagen, legen wir los. Wow. Unten haben wir das Thema Wunscherfüllung. Also etwas, was man sich erarbeitet, wo man vielleicht auch längere Zeit dran rumgemacht hat, zahlt sich aus, kann sich auszahlen. Und wir beginnen jetzt mal mit dem Dienstag. Und am Dienstag haben wir das dritte Haus. Das dritte Haus ist ein Haus des Elementes Luft. Da sind die Sternzeichen Zwillinge, Waage und Wassermann zugange. Es geht um die Kommunikation, um die Umgebung. Und es ist vielleicht irgendetwas, was sich aufklärt, etwas, was herausfordernd war, geht in eine andere Energie. Wir treten aus dem Nebel raus, eine Lektion, die ist gelernt. Mit der Sonne hat man die beste Ja-Qualität, etwas zu seinen Wünschen umzusetzen. Das könnte natürlich aus diesem Bereich auch kommen. Umgebung, Gespräche, oder den betreffenden Sternzeichen. Jedenfalls stellt es sich als eine Erleichterung dar. Ne? Man kann etwas ablegen, was sehr viel gewogen hat. Dann haben wir hier am Mittwoch die Venus, das kleine Glück, die Liebe, die Schönheit. Das kann jetzt hier sein, etwas, was uns im Beziehungsbereich ausgebremst hat oder im Kreis gedreht hat oder wo es immer wieder Hindernisse gab, erübrigt sich. Es kann aber auch ein Tag sein, wo es gut ist, dass man mal sagt, ich bin heute mal stur, ich mache nicht alles wie immer.
ich nehme mich raus, ich reagiere mal nicht so verbindlich. Da wir hier jetzt noch das Geschenk haben, ist es sehr gut möglich, dass sich tatsächlich im Beziehungsbereich eine Blockade löst oder etwas in Fahrt kommt, das wieder verbindlich weiterbringt. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, da haben wir hier das 5. Haus, ein Haus des Elementes Feuer. Da sind die Sternzeichen Widder, Schütze und Löwe zu Hause. Wir haben Selbstverwirklichung, wir haben Themen mit unseren Kindern und ich habe hier Veränderungen, die entstehen, Wahlmöglichkeiten, Entscheidungen, die Veränderungen mitbringen. Das kann jetzt natürlich hier auch sein, das betrifft unsere Kinder oder etwas, was wir selber auf den Weg bringen und unsere Kinder mal ganz außen vor lassen. An sich bringt der Storch auch das Kind. Ne? Kann natürlich sein, dass kleinere Sachen in mehreren Bereichen möglich sind und dass man auch daran glaubt, dass die Dinge sich verändern oder dass man eine gute Wahl trifft oder das, was hier neu gebracht wird, auf einen guten Weg zurückbringt zu sich selbst. Freitag. Am Freitag dürfen wir uns mal einen Push geben. Da geht die Energie nach vorne. Hier können so Sachen sein, wo man langfristig gewartet hat, wo langweilige Prozesse sind, wo sich nicht jeden Tag irgendwas tut, sondern wo man immer wieder so einen kleinen Fetzen kriegt. Und es kann hier sein, dass sich etwas in Bewegung setzt, sehr schnell, was lange angehaftet hat, was überfällig ist. Können ja auch Gespräche sein, die etwas ins Laufen bringen. Möglicherweise sind hier auch Themen mit Freunden, Menschen, die wieder Wachstum ins Leben bringen. Es kann natürlich auch irgendwie etwas mit einem Tier immer mal sein. Sich selbst langfristig treu bleiben wäre auch noch sowas. Und ein Tag, wo man eben auch sagt, so, ich muss jetzt hier oder da mal etwas aussprechen. Und dann wird man ja sehen, wer mir noch Freund ist oder Feind. Wir haben Samstag Merkur mit zugange. Es geht um Kommunikation, die Gedanken und den Intellekt. Kommunikation haben wir hier mit dem Brief. Möglicherweise sind es Gespräche mit einem Vorgesetzten, mit einer Autoritätsfigur, Gespräche, bei denen man seine eigene Größe zeigt, Gespräche, die Vertrauen bringen können, Gespräche mit der Vergangenheit, mit Partnern der Vergangenheit. Und ich habe einen Tag, wo wir die Kraft der Musik nutzen können, um unsere Schwingung vielleicht zu verändern oder möglicherweise denkt man auch beim einen oder anderen Song mal an jemand, auch das ist möglich. Also achtsam sein, was ihr an dem Tag so hört. Wir haben, ich bin ganz draus, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, den Sonntag. Es geht um das 4. Haus, ein Haus des Elementes Wasser, das sind die Sternzeichen Skorpion, Fische und Krebs zu Hause. Sind Ahnenthemen, Familienthemen, das Heim, die Wohnungen, die Umgebung. Und da können sich rasch neue Türen öffnen. Möglicherweise verliert einer seine Schlüssel. Dinge, die sich unsicher anfühlen, könnten aus diesen Bereichen kommen. Aber ich habe auch das Überwinden einer Wunde, die Möglichkeit, irgendwo rauszugehen, wo es sich nicht gut angefühlt hat oder wo man verletzt wurde. Man macht irgendwas zur Ernte. Und es ist ein Tag, wo vielleicht die Liebe eine Rolle spielt, wo Beziehungen wieder näher zueinander kommen oder wo es einfach um Herzensangelegenheiten geht. Dann kommen wir beim Montag wieder raus und da haben wir die Zukunft, also Dinge, die wir planen, wie möchten wir etwas gestalten. Das ist ja auch emotionaler Reichtum irgendwie. Ne?
Man hat ein Glücksgefühl, eine gute Emotion oder man kann auch für die Zukunft einen Erfolg erschaffen bei den Dingen, die wir hier alle für uns selber umsetzen wollen. Aber es ist auch etwas, was emotional erfüllt oder ein Gefühl, das sehr oberflächlich war, wird etwas tiefer, wird mehr integriert und manchmal muss man einfach einen klugen Zug machen. Also man plant und man überlegt, sowohl emotional auch auf der intellektuellen Ebene, wie man gut Dinge umsetzen kann, vielleicht auch mit wenig Aufwand. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Woche, ich drücke euch und bis bald.